Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin mehrfach darauf angesprochen worden, ein paar Basics zu zeigen. Deswegen fange ich heute mit dem ersten Teil an, Zwiebeln schneiden. Um richtig Zwiebeln zu schneiden, verwendet man ein Kochmesser mit einer breiten Klinge. Die gibt es in jeder Preisklasse. Die teuren unterscheiden sich von den günstigen lediglich dadurch, dass sie länger die Schärfe halten und auch zu einer höheren Schärfe geschliffen werden können. Zuerst machen wir den Papiertest. Okay, das Messer muss nachgeschliffen werden. Ein scharfes Messer ist ein Muss beim Zwiebeln schneiden. Ich habe einen zweiseitigen Schleifstein mit grober Körnung für den Grundschliff und mit feiner Körnung für den Nachschliff. Der wird gewässert, bis keine Luftblasen mehr austreten. Ich verwende für den Nachschliff die feine Seite des Steins. Das Messer wird auf den Daumennagel aufgelegt, der dient als Winkellehre und mit moderatem Druck mit gleichbleibendem Winkel über den nassen Stein gezogen. An der Spitze wird das Messer leicht angehoben, damit der Schleifwinkel ungefähr gleich bleibt. Der Stein wird, wenn er zwischendrin trocken wird, wieder befeuchtet. Sobald der Papiertest durch einen glatten Schnitt bestanden wird, ist das Messer scharf genug. Hier zeige ich dir, wie man das Messer zum Schneiden richtig hält. Es wird vorne am Griff zwischen Daumen und Zeigefinger fixiert. Es gibt sehr viele verschiedene Zwiebeln auf dem Markt. Hier zeige ich dir die gebräuchlichsten. Die große Zwiebel ist die Gemüsezwiebel. Sie ist sehr mild im Geschmack und wird daher gerne roh an Salaten und Gerichten verwendet. Die nächste Zwiebel ist die normale Haushaltszwiebel. Sie ist schärfer und wird daher für deftigere Speisen verwendet. Ich verwende gerne die roten Zwiebeln. Sie sind etwas milder und haben aber noch genügend Aroma für die meisten Speisen. Helle Soßen färben sie halt stark, dafür verwendet man dann besser die Schalotten. Die sind noch etwas milder. Dann haben wir noch die Frühlingszwiebel, die sind sehr mild und der grüne Stängel schmeckt dezent nach Lauch. Ich verwende die gerne für Rührei oder zum Garnieren. Auch im Salat macht sie sich gut. Jetzt zeige ich, wie die Zwiebeln richtig gewürfelt werden, am Beispiel der Schalotte. Zuerst schneide ich die beiden Enden ab, dann halbiere ich die Zwiebel und schäle die braune Haut komplett. Sollten irgendwelche Stellen trocken oder überreif sein, werden sie entfernt. Die Schalotte schneide ich in gleichmäßig Streifen. Dabei wird beachtet, sie nicht ganz durchzuschneiden, damit sie nicht auseinanderfällt. Die Fingerkuppen der linken Hand sind dabei leicht zurückgekrümmt. Dann wird die Schalotte einmal quer eingeschnitten. Jetzt werden die Würfel geschnitten. Hier sieht man gut, wie die Flanke des Messers an den Knöcheln der linken Hand anliegt. Deswegen braucht es ein breites Messer. So kann man sich nicht schneiden. Der Rest wird klein geschnitten. Der Kern des Wurzelansatzes der Zwiebel wird entsorgt, er ist etwas bitter. Am Beispiel einer Gemüsezwiebel zeige ich, wie eine Zwiebel in ganze und Halbringe geschnitten wird. Dazu werden ebenso die Enden entfernt, die braune Haut wird komplett entfernt und auch die äußere grüne Schale. Wenn man die Zwiebel einritzt, kann man sie leicht schälen.
Beim Ringeschneiden muss man die Zwiebel sehr gut festhalten. Halbe Ringe sind deutlich einfacher und sicherer zu schneiden. Anhand einer Haushaltszwiebel zeige ich, wie sie in Streifen geschnitten wird. Der Anfang ist gleich wie gehabt. Sie wird zuerst halbiert, dann wird sie einfach in Scheiben durchgeschnitten. Jetzt zeige ich dir noch, wie man ganz kleine Würfel schneidet. Die braucht man zum Beispiel für feine Soßen. Eine Schalotte wird halbiert und der innere Kern entfernt. Dann wird sie platt gedrückt und in dünne 1 mm Längsstreifen geschnitten. Danach wird sie in ebenso kleine Würfel quer geschnitten. Jetzt haben wir noch die Lauchzwiebel. Sie wird gewaschen und das Ende sowie verwelkte Enden abgeschnitten. Dann wird die äußere Haut entfernt. Nun wird sie mehrfach geteilt und in dünne Ringe geschnitten. Im nächsten Teil zeige ich die verschiedenen Zubereitungsarten der Zwiebeln. Wenn dir das Video gefallen hat, lass bitte ein Abo da und empfehle meinen Kanal weiter. Im Abspann gibt es noch weitere interessante Links für dich. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.